Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP ZBook oder auch ZBook und zwar ein Fury 17G8 und ich zeige euch auch gleich, wo man die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite und zwar hier oben. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Das wird nur vom Frontrahmen hier abgedeckt. Das heißt, den Frontrahmen raus und dann kommt man so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die lässt sich auch relativ einfach einzeln tauschen. Und auch das Touchpad kann man hier einzeln tauschen. Das Modell hat einen sehr interessanten Mechanismus, wie man die Unterseite direkt abbekommt. Und zwar gibt es hier keine Schrauben und so weiter. Das ist quasi hier, wird das entriegelt. Das heißt, man schiebt das ganz nach rechts und zwar wirklich ganz nach rechts. Und dann kann man die Unterseite quasi einfach nach unten hin wegziehen. Und ja, kein Hebeln, kein Schrauben, kein gar nichts. So einfach kommt man an das Innere des Gerätes hier ran. Und ja, genauso einfach ist tatsächlich auch der Akku gestaltet. Auch der ist nicht verschraubt oder irgendwas. Der wird hier auch von diesen beiden Reglern, nenne ich es jetzt mal, von den Schiebereglern hier gehalten. Und in dem Fall muss man beide nach links schieben. Ist ein bisschen unintuitiv, einfach weil hier das Schloss zu ist, aber es ist tatsächlich so. Also beide ganz nach links schieben und dann kann man das hier an der Schlaufe nach oben hin rausziehen und schon hat man den Akku hier in der Hand, kann den so eben auch tauschen und stellt zudem auch sicher, dass das Laptop nicht mehr mit Strom versorgt wird, also auch immer das als allererstes wegnehmen. Was man hier noch sehen kann, ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Die wird dann einfach tatsächlich von hier auf den SATA-Stecker geschoben. Wir sehen, dass die beiden RAM-Slots hier, dazu gleich aber noch mehr, unter einer Abdeckung sind. Hier ist noch die SSD. Aber wie gesagt, das ist so, dass das sind zusätzliche SSDs, beziehungsweise eine zusätzliche SSD und 2 zusätzliche RAM-Slots. Die anderen zeige ich gleich, da kommt man nämlich von oben dran. Wir sehen hier drüben noch das WLAN-Modul. Hier wäre noch der Anschluss für ein LTE-Modul, da sehen wir auch die beiden Antennen hier drüben. Und dann können wir hier die Lüfter und den Heatsink sehen. Und ja, an die kommt man tatsächlich auch ran, allerdings muss man dafür dann hier alles abnehmen, aber auch dazu gleich mehr. Um ja jetzt an die reguläre SSD, den RAM und die Tastatur zu kommen, ist es hier so, es gibt 3 Schrauben, die haben auch alle hier so dieses Tastatursymbol, genau hier. Und die muss man zuallererst mal rausnehmen. Und ja, ich benutze hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so gebrauchen kann, ob das jetzt Öffner, Schraubendreher-Set, Pinzetten und so weiter ist. Habe ich mir jetzt hier aber schon mal rausgesucht. Und da das hier drin alles ganz normale Kreuzschrauben sind, nehme ich da als Aufsatz hier ein PH0 und mache als allererstes mal die Schrauben von der Tastatur los. Genau, und wenn man die 3 Schrauben gelöst hat, kommt man eben auf der anderen Seite
hier an die Tastatur ran und die ist auf der Unterseite, also hier unten eingehängt. Das heißt, das Beste ist, man hebelt das von der Oberseite. Ich nehme mir da jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset und dann kann man die von hier einfach vorsichtig nach oben raushebeln. Und vorsichtig einfach, weil ja, ich das jetzt hier auch nicht zerkratzen will. Und da geht man einfach hier so vorsichtig ein bisschen entlang, bis man das dann mit der Hand rausziehen kann. Und genau, da muss man auch aufpassen. Unten drunter sind nämlich Kabel. Das kann man hier, glaube ich, jetzt ganz gut sehen. Und ja, die funktionieren hier so, dass man das richtig sehen kann. Da sieht man hier zum Beispiel, ist ein Kippschalter. Das heißt, man kann das Kabel jetzt hier nicht einfach rausziehen, sondern den klappt man zuerst nach oben hin auf. Und so kann man das Kabel dann rausziehen. Das Kabel ist hier noch verklebt auf dem Rahmen, also auch das kann man aber einfach vorsichtig hier abziehen. Ich hoffe, dass man das hier in dem Licht sehen kann. Und das funktioniert dann nach dem gleichen Prinzip. In dem Fall wird es in die Richtung aufgemacht. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und genau, und dann wird die Tastatur nach unten hin, oh, da sehe ich gerade, da ist noch ein Kabel. Genau, und bei dem Kabel ist es so, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, läuft das hier wahrscheinlich unten durch. Dafür muss ich das Gerät noch einmal kurz umdrehen. Genau, das ist dieses Kabel hier, auch das wieder mit einem Kippschalter, das heißt auch den klappen wir hier auf und dann holen wir das hier raus. Das ist hier noch ein bisschen aufgeklebt und dann müsste das eigentlich von der anderen Seite sich dann hier eigentlich rausziehen lassen. Ja, genau. Also da kann man sehen, da kommt das dann raus. Und auf die Art und Weise hat man dann hier eben die Tastatur in der Hand. Und eben nicht nur die Tastatur. Wenn man jetzt zum Beispiel hier an die SSD und an die beiden RAM-Riegel, die hier unter dem Blech sitzen, rankommen möchte, braucht man das Kabel auch tatsächlich nicht zu lösen. Man hat es, glaube ich, vorhin ganz gut gesehen, dass man das hier einfach umklappen kann. Also es reicht, die beiden Kabel hier zu trennen und dann würde man auch hier und hier schon rankommen. Und ja, bei der SSD hier ist es so standardmäßig eigentlich von einer Schraube gehalten. Genau so. Und dann hat man hier die Abdeckung in der Hand mit so einem kleinen Kühlschreiben. Das kann auch sein, dass die mal ein bisschen hier, dass der ein bisschen klebt. Und dann kann man so die SSD tauschen, ausbauen, nachrüsten. Ja, und die kommt auch einfach so wieder in den Slot zurück, geht nur in eine Richtung. Dann kann man hier noch die Hülle drunter machen, beides bis ganz nach hinten rein und nach unten drücken. Und dann wird das einfach wieder verschraubt. Und genau, hier eben ist der RAM noch drunter. Auch das wird von Schrauben gehalten. Und unter dem Blech hier ist hier noch so ein bisschen eingehakt. Kann man dann sehen, hier ist jetzt nur einer bestückt in dem Fall, aber so kann man dann eben auch nachrüsten. Das ist nur, der wird nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen. Dann springt der einem schon förmlich entgegen und kann dann so eben getauscht oder auch nachgerüstet werden. Und das gleiche Prinzip geht nur in eine Richtung. Also man kann den eben eigentlich nicht verkehrt rum einbauen. So kommt der zurück in den Slot, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ja, und dann am Ende hakt man hier einfach die Abdeckung, schaut, dass keine Kabel mehr unten drunter sind und
verschraubt das wieder. Beim Wiederverbinden der Tastatur einfach hier, das ist ein bisschen ein Gefummel. Das kann ein bisschen ein Gefummel sein. Auf jeden Fall kommt das Kabel wieder hier in die Öffnung zurück, dass man das dann auf der anderen Seite wieder entgegennehmen kann. Und dann muss man eben hier die beiden Breitbandkabel wieder verbinden, schauen, dass die Stecker offen sind, also aufgeklappt sind. Und ich werde jetzt hier einfach mal eine Hilfe nehmen, nämlich eine kleine Pinzette. Na, komm mal her. Und man hat auch auf den Kabeln selber hier kleine Linien drauf, die zeigen an, bis wohin der Stecker hier quasi wieder reinkommt, bevor der richtig sitzt. Und das ist dann letztendlich auch wirklich nur eine Geduldarbeit. Genau so. Ganz rein. Zuklappen. Und das gleiche machen wir mit dem. Das ist aufgeklappt. Und ja, wie gesagt, das kommt hier noch hindurch. Genau, schauen, dass man das nicht verknickt. Und dann legt man die Tastatur so wieder rein. Und drückt die nach unten hin zu. Da schaut man, dass auch wirklich alles wieder unten ist. Also auch hier wirklich einmal drumherum gehen. Man hört sehr gut, wie hier alles wieder einrastet. Und ja, wenn man nur die Tastatur oder SSD-RAM an der Stelle tauschen will, kann man dann hier die 3 Schrauben einfach wieder verbinden. Ansonsten ja, zeige ich jetzt noch ganz schnell, dass hier eben auch eine zweite SSD ist. Das ist das gleiche Prinzip. Auch die wird nur von einer Schraube gehalten. Und dann nimmt man quasi hier die Hülle nach oben. Wie gesagt, exakt das gleiche Spiel. Dann wird sie hier verbunden. Die SSD kommt rein, die Hülle kommt wieder rüber. Auch hier ist es ganz zum Anschlag. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Und ja, der RAM, auch der ist hier an der Abdeckung befestigt. Und dann nehmen wir einmal diese Schraube raus und einmal diese. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt braucht. Ne, braucht man nicht. Also es ist nur diese Schraube hier. Und dann ist der in dem Fall hier drüben eingehakt und wird rausgezogen. Und hier eben das gleiche Prinzip mit den Klammern wie auf der anderen Seite schon gezeigt. Das heißt, da nachrüsten, dann kommt die Abdeckung hier wieder drauf. Ja, und dann ist es im Grunde genommen so, falls man hier das alles ausgebaut hat, dann auf jeden Fall auch das Kabel nicht vergessen, wieder zu verbinden. Sollte man hier jetzt den Lüfter tauschen wollen, dann ist es so, der lässt sich nicht einzeln tauschen, der kommt zusammen mit dem Heatsink, also die gesamte Einheit hier muss getauscht werden. Und dafür, genauso wie für das Touchpad, also auch wenn man das Touchpad tauschen will, muss man hier die komplette Abdeckung hier abnehmen. Und dafür muss man, das ist einfach nur Schraubarbeit, alle Schrauben hier außenrum, also im Grunde genommen alle Schrauben, die auch hier eine Beschriftung haben, muss man rausnehmen. Genau, also auch die Schrauben hier zum Beispiel muss man rausnehmen. Die äußeren Schrauben, ganz wichtig auch tatsächlich die Schrauben hier. Ja, also auch das ist mit dem verbunden. Und ja, wenn man alle Schrauben raus hat, kann man das Ganze nach oben hin abnehmen. Und dann kommt man hier an die Touchpad-Schrauben ran. Die muss man auch alle rausmachen, die Kabel ab. Und dann kann man das Touchpad nach oben hin entgegennehmen. Und beim Lüfter ist es dann genauso. Also auch hier die Schrauben vom Heatsink sind eben dann unter der Abdeckung noch welche. Die Schrauben vom Lüfter selber sind auch unter der Abdeckung.
die Lüfterkabel, all das läuft alles unter dieser Abdeckung. Und ja, alle Schrauben vom Heatsink, von den Lüftern rausnehmen, die Kabel ab. Und dann kann man den Lüfter samt Heatsink nach oben hin aus dem Gerät nehmen und auch wieder genau so verbauen. Und das gleiche Prinzip eben auch mit dem Touchpad. Auch das wird nach oben hin dann rausgenommen. Ich glaube, dass die Clickpads hier noch mit dabei sind. Und ja, einfach wirklich nicht vergessen, immer auch alle Kabel nochmal durchzugehen und zu gucken, ob da alles wieder verbunden ist. Und ja, dann kann man den Akku eigentlich auch wieder reinsetzen. Und das war ja hier auch wirklich dieses super einfache System. Da wird hier unten ein kleines bisschen eingehängt und dann einfach von oben drauf gedrückt. Der rastet sofort wieder ein. Den muss man zum Verriegeln nach rechts schieben. Und ja, also ich muss jetzt hier noch schnell die Tastaturschrauben wieder reinmachen und dann kann man auch die Unterseite wieder verbinden. Und auch das war ja extrem einfach hier, weil auch die kommt ja einfach wieder hier drauf, indem man sie erst drauflegt. Das ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass man sie wirklich erst komplett drauflegt und dann nach oben schiebt. Das rastet hier auch schon automatisch ein, aber das sollte man dann noch richtig festziehen nach links. Und ja, also wirklich eine richtig einfache Angelegenheit für die meisten Sachen hier. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.